Anschließend markiere ich die darunterliegenden Felder, während ich dabei weiterhin die STRG-Taste gedrückt halte. Wenn ich nun mit dem Mauszeiger außerhalb des Bereichs der Liste klicke, wird die Einstellung für alle Kunden übernommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren NetSuite-Videodemonstration. In diesem Video geht es um das Arbeiten mit Listen in NetSuite. Ich zeige, wie man auf Listen, wie zum Beispiel Kunden, Transaktionen oder Aufträge zugreift und darin navigiert. Außerdem zeige ich, wie man Listen filtern, sortieren und bearbeiten kann. Und zuletzt zeige ich noch, wie man eine benutzerdefinierte Liste erstellt und welche Exportoptionen NetSuite bietet. Zuerst zeige ich, wie ich auf Listen in NetSuite zugreife und darin navigiere. In diesem Beispiel rufe ich die Kundenliste auf, indem ich den Mauszeiger über Listen und dann über Beziehungen bewege und dann auf Kunden klicke. Hier befinde ich mich auf der Seite, in der alle Kunden in der Gesamtansicht aufgelistet sind. Die Ansicht kann ich ändern, indem ich die Dropdown-Liste verwende. Hier werden alle Listen angezeigt, die ich zuvor individuell angepasst habe. Wie ich eine benutzerdefinierte Liste erstelle, erkläre ich später in diesem Video. Um die Ergebnisse einzugrenzen, kann ich Filteroptionen verwenden. Wenn ich eine andere Ansicht wähle oder Filter auf die Liste anwende, dann merkt sich NetSuite das und diese Einstellungen bleiben beim nächsten Zugriff bestehen. Dies wird in NetSuite als Sticky Setting bezeichnet. Das war das erste Beispiel für den Zugriff auf Listen. Eine weitere Möglichkeit steht mir in Formularen zur Verfügung. Das demonstriere ich einmal, indem ich im Menü auf Transaktionen, Vertrieb und dann auf Kundenauftrag eingeben klicke. Nun befinde ich mich in einem Formular zur Eingabe eines neuen Kundenauftrags. Über den Link mit der Bezeichnung Liste oben rechts kann ich zur Liste aller Kundenaufträge gelangen. Die Vorgehensweise ist identisch für alle anderen Datensätze, die mir in NetSuite zur Verfügung stehen. Im nächsten Schritt zeige ich, wie ich die Ergebnisse eingrenzen kann. Zunächst rufe ich wieder die Kundenliste auf. Wie schon erwähnt, verwende ich dazu die Filteroptionen. Über das Plus- bzw. Minus-Symbol kann ich die Filteroptionen ein- und ausblenden. Ich möchte mir nun alle Kunden anzeigen, denen kein Vertriebsmitarbeiter zugewiesen ist. Im Dropdown-Menü unter Mitarbeiter wähle ich dazu die Option Unbestimmt aus. Die Liste wird automatisch aktualisiert und zeigt mir jetzt alle Kunden an, die keinem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen sind. Ich kann die Ergebnisse weiter eingrenzen und mir zum Beispiel jene Kunden mit einem Lead-Status anzeigen. Im nächsten Dropdown mache ich die Auswahl und die Liste wird wieder automatisch verfeinert. Um Listen zu sortieren, stehen mir verschiedene Optionen zur Verfügung. Ich kann die Funktion Schnell sortieren hier oben verwenden, um nach kürzlich erstellten, kürzlich geänderten oder kürzlich angesehenen Listen zu sortieren. Außerdem kann ich in die Spaltenüberschrift klicken, um die Liste nach einem bestimmten Feld zu sortieren. Der Pfeil nach oben deutet darauf hin, dass die Liste nun nach dem Kundennamen in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Ich kann erneut in die Spaltenüberschrift klicken, um die Liste in absteigender Reihenfolge zu sortieren. Um einen Kunden aufzurufen, klicke ich in den Link mit dem Titel Ansicht. Eine gute Option ist es, den Datensatz per Rechtsklick einfach in einen neuen Tab aufzurufen. Das gleiche gilt, wenn ich einen Datensatz bearbeiten möchte. Jetzt wird der Datensatz in einem neuen Tab angezeigt und ich kann anschließend wieder einfach zur Gesamtübersicht zurückkehren. Eine weitere effiziente Möglichkeit zur Bearbeitung bietet die Inline-Funktion. Damit können Daten direkt in der Liste bearbeitet werden, ohne einen Datensatz extra öffnen zu müssen. Alle Spalten, die zur Bearbeitung zur Verfügung stehen, werden in der Spaltenüberschrift mit einem Stiftsymbol markiert. Ich muss jetzt nur noch in ein entsprechendes Feld klicken und schon kann ich Daten ändern oder bearbeiten. Hier noch ein kleiner Tipp. Ich möchte in diesem Beispiel alle Kunden einem einzigen Vertriebsmitarbeiter zuordnen. Um dies schneller zu erledigen, halte ich die STRG-Taste gedrückt und wähle einen Vertriebsmitarbeiter aus. Anschließend markiere ich die darunterliegenden Felder, während ich dabei weiterhin die STRG-Taste gedrückt halte. Wenn ich nun mit dem Mauszeiger außerhalb des Bereichs der Liste klicke, wird die Einstellung für alle Kunden übernommen. Bevor ich die Liste nun wieder verlasse,
stelle ich noch sicher, dass ich die Funktion wieder deaktiviere, sodass ich nicht irgendwann aus Versehen eine ungewollte Änderung daran vornehme. Als nächstes zeige ich, wie man eine eigene, benutzerdefinierte Liste erstellen kann, die nur jene Informationen anzeigt, die ich sehen möchte. Dazu klicke ich auf die Schaltfläche Ansicht anpassen. Hier muss ich nun einen Titel eingeben, wonach meine Liste benannt werden soll. Unten sind alle Felder zu sehen, die gerade in der Liste verfügbar sind. Wenn ich eines der Felder entfernen möchte, muss ich es auswählen und auf Entfernen klicken. Das Menü bietet mir außerdem weitere Funktionen. Ich kann das Feld in seiner Position verschieben oder ein neues Feld einfügen. Zum Einfügen eines neuen Feldes wähle ich dieses aus dem Dropdown-Menü und bestätige dieses. Am Ende muss ich die Anpassung noch speichern. Die neue benutzerdefinierte Liste finde ich im Dropdown-Menü unter Ansicht. Dort befinden sich alle anderen angepassten Listen. Ich kann die Listen jederzeit meinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Zuletzt zeige ich noch, welche Exportmöglichkeiten mir zur Verfügung stehen. Mit der ersten Option kann ich die Liste als CSV exportieren. Mit der zweiten Option kann ich die Liste als Excel-Tabelle exportieren. Daneben befindet sich die Option, um die Liste als PDF zu exportieren. Und mit der letzten Option kann ich die Liste ausdrucken. Hier endet das Video zum Arbeiten mit Listen in NetSuite. Weitere Informationen finden Sie im NetSuite Hilfecenter.